angeschaut. Da wäre das jetzt die 20. Veranstaltung gewesen. Und jetzt fällt es leider aus aufgrund Corona. Gut, es geht ganz, ganz vielen Veranstaltern geht es genauso. Also da sind wir nicht alleine, aber es zwickt. Traditionell am Pfingstsonntag ist hier immer der Bauer-Triathlon. Vor 12 Jahren, also im Jahr 2008, war das mein allererster Triathlon. Und ja, heute begebe ich mich auf eine kleine Reise in die Vergangenheit und werde auf den ersten Anfängen quasi nochmal in Erinnerungen schweifen und auch den ein oder anderen Tipps auch für euren ersten Triathlon mitgeben. Der Bauer-Triathlon findet über die klassische Kurzdistanz statt, das heißt 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Der Schwimmstart ist etwas weiter oben am Main, dann hier runter. Es hat leichte Strömung, aber eigentlich fast ruhiges Gewässer. Das Wasser kann ein bisschen kalt sein. Dann ist weiter unten die Wende und hier direkt kommen wir vom Schwimmstart raus. Wechselzone, die Radstrecke geht dann über 4 Runden, also quasi knapp 10 Kilometer pro Runde, über welliges Gelände. Glücklicherweise auch so gut wie kein Verkehr und auch keine gefährliche Abzweigung oder Kreuzung, also einsehbar, was ja auch jetzt in der Situation das Ganze erst auch ermöglicht. Natürlich ist es kein Wettkampf, also es wird eine schnelle Trainingseinheit, eine zügige Trainingseinheit, aber die Sicherheit steht immer im Vordergrund. Die Laufstrecke führt dann von hier am Fluss, am Bächlein entlang, überwiegend über Radwege bis zum Ziel in Weißmain. Also ich kann das wirklich jedem empfehlen, Triathlon zu machen, wenn er es in irgendeiner Form schafft oder auch mal probieren will. Es gibt ja so viele Veranstaltungen und man darf sich halt wirklich nicht selber stressen und nicht unbedingt sich an den Besten messen, sondern einfach sein Ding machen. Wie gesagt, es ist ja immer schwierig, vor der Schülerklasse jemanden zu kriegen, der es auch mal macht in der aktiven Klasse. Und da sind wir jetzt eigentlich recht froh, dass jetzt ein paar da sind, wie jetzt der Andi, auch wenn es jetzt Triathlon ist und nicht Laufen, wo halt weitermacht und sich da echt in der Spitze etabliert hat. Obwohl ich ja immer gesagt habe, Laufen ist so ein wenig seine Schwäche, sage ich auch jetzt immer noch, ne, wenn ich so sehe. Aber das, wie gesagt, das Radfahren, das hat sich ja schon bald herausgestellt, dass er eben so gut Radfahren kann. So, jetzt geht es an das Einrichten der Wechselzone und auch erstmal kurze Übersicht, was man überhaupt braucht. Ich mache das am liebsten auch immer so checklistenmäßig, gehe die Disziplinen durch. Was brauche ich für Schwimmen, was brauche ich für Radfahren, was brauche ich für Laufen. Für Schwimmen brauche ich den Neoprenanzug, die Badecap und in der Regel einen Zeitchip vom Veranstalter. Der entfällt heute, weil es kein Rennen ist. Den brauchen wir nicht. Also die Badekappe gibt es in der Regel auch vom Veranstalter. Heute werde ich 2 Badekappen aufziehen, weil es ein bisschen kalt ist. Gerade mit meinen wenigen Haaren ist da relativ wenig Wärmedämmung da, dass es angenehmer ist, werde ich eine zweite Badekappe aufsetzen. Alternativ, wenn es wirklich mal kalt ist, gäbe es auch eine Neoprenkappe, die brauchen wir heute aber nicht. Ein normales Rennrad ist absolut ausreichend für den Einstieg in Triathlon, deswegen habe ich mich hier für dieses wunderschöne Rad von Villiers Drestina entschieden, was eine Mischung aus dem Alten und dem Modernen ist. Und dazu auch einen normalen Helm, kein Aerohelm mit einer Brille, die in der Regel auf dem Rad platziert werden können. Dazu Radschuhe mit Klickpedalsystemen ist in der Regel üblich, aber es ist eben kein Wettkampf und von daher wird es auch nicht so den Zeitdruck geben insgesamt, aber trotzdem auf einen schnellen Wechsel fokussiert. Für längere Distanzen noch ein bisschen Energie mitnehmen. Heute gehen wir über die Kurzdistanz, da brauchen wir nicht allzu viel Energie. Deswegen habe ich in der Radflasche was. Brauchen wir heute nicht zusätzlich. Auch das Startnummernband, was eben für einen Triathlon ermöglicht, die Startnummer von hinten vom Radfahren nach vorne zu schieben fürs Laufen, brauchen wir heute nicht, da die Startnummer sowieso entfällt. Genau, Laufschuhe, da empfiehlt sich oft so ein Gummiverschluss, dass man die nicht schnüren muss, zum schnelleren Rein- und Rauskommen. In der Regel trage ich inzwischen eigentlich fast immer Socken, vor allem je länger der Wettkampf ist. Es ist einfach angenehmer und das Risiko für Blasen minimiert sich dadurch.
Als letztes kommt natürlich noch die Triathlon-Bekleidung. Eine Triathlon-Hose habe ich schon an, das werdet ihr später sehen. Und heute habe ich mich für einen klassischen Triathlon-Zweiteiler entschieden. Das ist das Oberteil, also auch so ein bisschen zurück zu den Ursprüngen. Inzwischen hat man Langarmanzüge, die einfach aerodynamisch optimiert sind und noch mal ein bisschen schneller sind. Aber heute wollen wir es einfach behalten und so ein bisschen zurückdenken an die Anfänge in meinen Triathlon. Daher die Wahl für dieses, auch abgestimmt natürlich farblich auf das Rad. Oft ist es auch gut, wenn man sich noch ein Handtuch vor die Wechselzone legt, um einfach die Füße kurz abzustreifen. Ich habe noch eine Uhr, ich werde alles mit der Garmin auch mit aufzeichnen und ja, als kleinen Anhaltspunkt zur Kontrolle, dass ich ein paar Informationen habe. Die hat auch eine Triathlon-Funktion, wo ich dann auf Start drücken kann und dann Wechselzone 1, Radfahren, Wechselzone 2 und Laufen. Egal wie lang es ist, es empfiehlt sich immer vor dem Wettkampf auch kurz aufzuwärmen. Meistens ist es im Wasser ist es begrenzt, von daher empfiehlt sich kurzes Aufwärmprogramm zu laufen. Besser ist es natürlich im Wasser, wenn ihr die Möglichkeit habt, aber ansonsten laufen könnt ihr entspannt irgendwo paar Meter joggen und den Kreislauf in Schwung kriegen. Dann, wenn ihr im Wasser seid und wenn ihr noch Zeit und die Möglichkeit habt, mache ich immer ganz gerne kurze Sprints, bis zu 4 Stück, um einfach mal so einen kleinen Aktivator noch mal zu machen. Ja, ist unheimlich schön, mal wieder Schwimmen, Radfahren, Laufen am Stück zu machen. Aber mir fehlt trotzdem die Puste, auch wenn es eigentlich nicht ganz Wettkampf ist. Aber ja, ich will natürlich trotzdem mich ein bisschen beeilen. Ja, jetzt sind wir kurz vor Weißmann, da ist eigentlich das Ziel. Aber ich muss noch mal ein Stück weiter raus auf der anderen Seite. Ja, mein erster Triathlon in diesem Jahr ist absolviert. Es war eine Zeitreise nochmal an die Stelle, wo mein allererster Triathlon war, vor 12 Jahren. Es ist, macht einfach unheimlich viel Spaß. Heute war es zwar kein Wettkampf und daher umso entspannter, aber ich habe trotzdem versucht, Gas zu geben, natürlich mit der nötigen Vorsicht, weil es ja auf nicht gesperrten Wegen ist. Allerdings bietet sich die Strecke hier in Altenkunststadt wirklich an, da von Haus auf kaum Verkehr ist und auch fast komplett auf Radwegen gelaufen wird am Ende. Ich habe oft daran zurückgedacht, wie es damals war. Die kleinen Anstiege tun immer noch richtig weh, heute natürlich nicht ganz so, aber es macht einfach Spaß, diesen Sport zu machen.
Und es ist auch nicht immer das ganz große Event nötig, sondern es geht auch klein. Die kleinen Veranstaltungen haben sehr viel Leidenschaft oder auch, wenn man es aufs Nötige reduziert, man braucht nicht viel, man braucht eine Neo-Schwimmbrille, klar ein Fahrrad, reicht auch ein normales Rennrad aus, Laufschuhe und dann macht man die 3 Sportarten hintereinander und schaut vielleicht nicht immer ganz so genau auf die Uhr und versucht es mal mehr zu genießen. Also es ist auch eine unheimlich schöne Erfahrung, mal den Wettkampfdruck nicht so direkt zu spüren.